Hast du jemals den Schmerz gespürt, nicht mit der Person leben zu können, die du am meisten geliebt hast? Hattest du schon einmal das Gefühl, deine Seelenverwandte gefunden zu haben, nur um sie dann durch die Ironie des Schicksals wieder zu verlieren? Das ist die Geschichte von Paulo und Cecilia, zwei jungen Menschen, die sich leidenschaftlich liebten, aber daran gehindert wurden, gemeinsam ihren Weg zu gehen. Nach 4 Jahrzehnten der Trennung brachte ein unerwartetes Wiedersehen all die Liebe zurück, die einst nicht gelebt werden konnte. Cecilia war eine junge Frau aus einer wohlhabenden und traditionsbewussten Familie, aufgewachsen inmitten von Komfort und Raffinesse. Gelangeweilt von der Routine und erschöpft von der Eintönigkeit ihres Alltags, beschloss sie, ihre Mutter zum Wochenmarkt in der Stadt zu begleiten, um einige Einkäufe zu erledigen. Der Markt schien eine willkommene Ausrede zu sein, um ihre Blase zu verlassen und etwas Neues zu erleben. Kaum angekommen, fiel ihr Blick sofort auf einen jungen Mann mit bezauberndem Aussehen, braunes Haar, grüne Augen, der an einem der Stände arbeitete. Er war gerade damit beschäftigt, Obst und Gemüse zu sortieren und bemerkte Cecilia zunächst gar nicht. Doch als sie weiter durch den Markt schlenderte, kreuzten sich ihre Blicke. Cecilias Herz schlug schneller, während Paulo wie versteinert stehen blieb, fasziniert von der Schönheit der jungen Frau vor ihm. Einige Tage später begegnete Cecilia ihm erneut, als sie zum Stand zurückkehrte, um Gemüse zu kaufen. Sie wechselten ein paar Worte und schon bald lächelten sie einander an und führten ein lockeres Gespräch. Von diesem Moment an konnte Cecilia nicht mehr aufhören, an ihn zu denken. Sie hatte das Gefühl, noch nie zuvor so intensiv für jemanden empfunden zu haben. Auch Paulo spürte, dass zwischen ihnen eine besondere Verbindung bestand. Die Tage vergingen und Cecilia erfand jede nur erdenkliche Ausrede, um auf den Markt zu gehen, nur um ihn wiederzusehen. Ohne es zu merken, waren sie bereits vollständig ineinander verstrickt. Trotz der sozialen Unterschiede war das, was sie verband, rein und aufrichtig. Ein echtes Gefühl, das weder Reichtum noch Status kannte. Doch Cecilia wusste, dass ihre Familie diese Liebe niemals akzeptieren würde. Deshalb trafen sie sich, stets heimlich. Sie erlebten intensive Momente, voller Leidenschaft und Emotion. Aber leider schien das Schicksal gegen sie zu spielen und eine alte Familientradition sollte sich schon bald als unüberwindbares Hindernis erweisen. Ihre Träume zerplatzten in dem Moment, als Cecilia erfuhr, dass ihr Vater bereits eine Ehe für sie arrangiert hatte. Der Bräutigam war ein Mann aus derselben Gesellschaftsschicht, der ihr ein sicheres und stabiles Leben versprach. Die Nachricht traf Cecilia wie ein Schlag ins Gesicht, versetzte sie in tiefe Verzweiflung und rief in Paulo eine aufwühlende Rebellion hervor. Er konnte es nicht ertragen, dass sie jemanden heiraten sollte, den sie nicht einmal kannte. Er flehte sie an, mit ihm fortzulaufen, alles hinter sich zu lassen, um gemeinsam das Leben zu führen, das sie sich so sehr wünschten. Doch Cecilia, gelähmt von Angst vor den Konsequenzen und voller Unsicherheit angesichts der Herausforderungen, lehnte ab. Sie fühlte sich wie ein gefangener Vogel, der nur davon träumte, in die Freiheit zu fliegen. Mit gebrochenem Herzen und zerstörter Seele sah sie keinen anderen Ausweg, als dem Willen ihres Vaters zu folgen, obwohl sie wusste, dass dies ein Leben ohne Glück bedeutete, weit entfernt von dem Mann, den sie wirklich liebte. So trennte das Leben auf grausame Weise. Zwei leidenschaftlich liebende Herzen. Cecilia heiratete schließlich Jorge, den Mann, den ihr Vater für sie ausgesucht hatte. Für Paulo war es unerträglich, Cecilia an der Seite eines anderen Mannes zu sehen. Es nagte an ihm und ließ seinen Schmerz nur noch größer werden. Um diesem Leid zu entfliehen, beschloss er, in eine andere Stadt zu ziehen und zu versuchen, die Frau, die er über alles liebte, zu vergessen. Die Zeit verging. Paulo und Cecilia gingen getrennte Wege und trafen sich nie wieder. Cecilia bemühte sich, die neue Realität zu akzeptieren und ihre Ehe zum Funktionieren zu bringen. Sie widmete sich ihrem Mann und den gemeinsamen Kindern, strebte danach, die bestmögliche Ehefrau zu sein. Doch hin und wieder schweiften ihre Gedanken zu Paulo. Sie stellte sich vor, wie ihr Leben an seiner Seite hätte aussehen können. Diese Tagträume gingen mit Schuldgefühlen einher, denn sie wollte die Gefühle ihres Mannes nicht verletzen, der immer gut zu ihr gewesen war. Doch tief in ihrem Inneren wusste sie, dass ihr Herz niemals dem Mann gehörte, den sie geheiratet hatte. Auch Paulo konnte sie nie vergessen. Er versuchte, die Leere in sich mit anderen Beziehungen zu füllen,
Doch keine Frau konnte je den Platz von Cecilia einnehmen. Er heiratete erneut, doch war unglücklich. Er fühlte sich gefangen in einem Leben, das nicht dem entsprach, wovon er einst geträumt hatte. Beide lebten in bitterer Routine, umgeben von Menschen, die niemals ihre wahren Leidenschaften gewesen waren. Sie vermissten das, was hätte sein können, aber nie geworden war. Sie lebten mit dem Gefühl, dass ihre Leben unvollständig waren, ohne zu wissen, wie sie daran etwas ändern könnten. Die Zeit verging wie im Flug. Und nun waren bereits 40 Jahre vergangen. Cecilia hatte sich verändert, bewahrte sich jedoch eine zarte Schönheit. Ihre Gesundheit war jedoch nicht mehr dieselbe. Regelmäßige Arztbesuche gehörten inzwischen zu ihrem Alltag. Cecilia saß im Wartebereich eines Krankenhauses und wartete darauf, zu ihrer Untersuchung aufgerufen zu werden. Seit einigen Monaten verspürte sie Schmerzen im Unterbauch und hatte sich schließlich dazu entschlossen, medizinische Hilfe aufzusuchen. Während sie wartete, nahm sie neben einem älteren Herrn mit freundlichem Aussehen und einem sanften Lächeln Platz. Es dauerte nicht lange, bis der Herr ein Gespräch begann. Je weiter sie miteinander redeten, desto mehr Gemeinsamkeiten entdeckten sie. Seit langem hatte sich Cecilia nicht mehr so unbeschwert und wohlgefühlt wie in diesem Moment. Sie lachten leise, tauschten vertraute Worte und kleine Geheimnisse. Plötzlich wurde das Gespräch unterbrochen. Cecilias Name wurde aufgerufen. Er hallte wie eine Melodie in den Ohren des älteren Mannes wider. Er erstarrte, sein Herz pochte wild und seine Hände begannen zu zittern. Das kann nicht sein, dachte er. Ein Strudel aus Erinnerungen überkam ihn und dieses altvertraute Bauchkribbeln kehrte zurück, genau wie an dem Tag, an dem er die große Liebe seines Lebens kennenlernte. Überwältigt von Unruhe und Nervosität wartete er auf Cecilias Rückkehr aus dem Behandlungszimmer. Er musste Gewissheit haben, dass sie es wirklich war. Schließlich war der Name Cecilia nicht allzu ungewöhnlich. Mit jeder Minute, die verstrich, wurde das Warten quälender. Die Untersuchung schien kein Ende zu nehmen. Endlich öffnete sich die Tür und Cecilia trat heraus. Ohne zu zögern ging er auf sie zu und fragte nach ihrem Nachnamen. Kaum hatte sie geantwortet, überkam ihn eine Welle der Emotionen. Sein Herz füllte sich mit Freude. Es war tatsächlich sie. Mit einem leichten Lächeln und einem scherzhaften Ton sagte er, dass er vielleicht nicht mehr so attraktiv sei wie früher, aber er sei noch immer derselbe Paulo, der junge Mann vom Markt, den sie einst kennengelernt hatte. Cecilia war fassungslos. Es war, als hätte die Zeit stillgestanden. Sie wusste nicht, wie sie auf diese Offenbarung reagieren sollte. So viele Jahrzehnte waren vergangen, und nun stand er da, die große Liebe ihrer Jugend, direkt vor ihren Augen. Natürlich hatten sich beide äußerlich verändert. Doch die Harmonie zwischen ihnen war unverändert. Sie begannen sofort, sich über das Leben auszutauschen, in Erinnerungen zu schwelgen. Paulo erzählte, dass er geheiratet, sich aber wieder getrennt hatte. Cecilia sprach vom Tod ihres Mannes. Schon bald wurde ihnen klar, dass Einsamkeit ein ständiger Begleiter in ihren Lebenswegen gewesen war. Eine Folge jener Liebe, die sie nie vollständig hatten leben können. Paulo öffnete sich und gestand, dass er Cecilia nie aus seinem Herzen löschen konnte. Und in diesem Moment entfachte in Cecilia ein Gefühl, das lange geschlummert hatte, aufs Neue und stärker denn je. Sie tauschten Telefonnummern aus und verabredeten sich zu einem weiteren Treffen. Als sie das Krankenhaus verließen, verspürten beide dieses Kribbeln im Bauch, eine Mischung aus Aufregung und Glück. Sie wussten, dass zwischen ihnen etwas Besonderes war, das nicht länger ignoriert werden konnte. In diesem Augenblick wussten sie, die Flamme, die sie einst verband, brannte noch. Eine Leidenschaft, die vom Schicksal unterbrochen worden war und nun wie aus dem Nichts wieder aufflammte, als hätte sie nie aufgehört zu existieren. Das Wiedersehen war unerwartet, doch ihre Verbindung war zu tief, um sie zu leugnen, und so begannen Cecilia und Paulo sich regelmäßig zu treffen. Diesmal standen keine Hindernisse mehr zwischen ihnen. Mit jedem Treffen entdeckten sie neue Gemeinsamkeiten und spürten, wie gut sie einander taten. Bei einem dieser Begegnungen, nach einem langen Gespräch, sah Paulo ihr tief in die Augen und sagte, dass er keinen einzigen Tag mehr ohne sie verbringen wolle. Dass er, nach all den Jahren der Trennung, endlich die Liebe leben wolle, die ihnen damals verwehrt geblieben war. Paulos Worte trafen Cecilia mitten ins Herz. Sie war gerührt und erkannte,
dass auch sie nicht länger ohne ihn leben wollte. Obwohl sie nicht mehr jung waren und die Zeit gegen sie sprach, entschieden sie sich, jeden Augenblick zu etwas Besonderem zu machen. Von da an versprachen sie sich, jeden verlorenen Moment nachzuholen. Nach 4 Jahrzehnten der Trennung fassten sie den Entschluss zu heiraten und feierten eine Liebe, die allen Widrigkeiten und dem Lauf der Zeit getrotzt hatte. Sie verbrachten noch 20 wundervolle Jahre miteinander, lebten jeden Moment mit Tiefe und Dankbarkeit, bis schließlich Cecilia zuerst von dieser Welt ging und Paulo in tiefer Trauer zurückließ. Trotz des Schmerzes war Paulo dankbar, dass er sie wiedergefunden und endlich an ihrer Seite eine wahre Liebesgeschichte hatte leben dürfen. Er wusste, dass das, was sie teilten, selten und kostbar war und dass er seine Seelenverwandte gefunden hatte, trotz aller Hindernisse. Und so blieb die Geschichte von Cecilia und Paulo lebendig im Herzen all jener, die sie kannten, als Beweis dafür, dass wahre Liebe die Zeit überdauert und niemals stirbt. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, hinterlasse uns einen Kommentar mit einer Bewertung von 1 bis 10 und sag uns, aus welcher Stadt du zuschaust. Gib dem Video ein Gefällt mir und abonniere unseren Kanal. Gemeinsam können wir eine wunderschöne Gemeinschaft aufbauen, die berührende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.